Guten Abend. Guten Abend. Sie sind neu hier, oder? Ich habe Sie vorher noch nie im Haus gesehen. Ja, genau. Ich bin erst gestern eingezogen. Ach so, willkommen im Haus. Ich wohne direkt nebenan, in der Wohnung 3b. Danke, ich bin Mira. Wohnung 3a? Ich bin Jonas. Schön, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Ich habe gesehen, dass unten im Flur noch 2 Kartons stehen. Oh, danke, das ist nett. Die wollte ich eigentlich gleich noch hochholen. Ich kann kurz mit anfassen. Das geht schneller. Wirklich? Das wäre super. Ich bin seit heute Morgen nur am Schleppen. Das glaube ich. Ein Umzug ist immer anstrengend. Ja, vor allem, wenn man fast alles allein machen muss. Sind Sie neu in der Stadt? Ja, ich bin vor einer Woche nach Berlin gezogen. Wegen der Arbeit. Ah, okay. Und gefällt es Ihnen bisher? Schwer zu sagen. Im Moment kenne ich eigentlich nur meine Wohnung, den Supermarkt an der Ecke und dieses Treppenhaus. Das ist schon mal ein Anfang. Ja, immerhin. Arbeiten Sie hier in der Nähe? Nicht direkt, ich arbeite in einem Architekturbüro in Mitte. Und Sie? Ich arbeite im Homeoffice. Deshalb bin ich ziemlich oft zu Hause. Ach so, dann kennen Sie das Haus bestimmt gut. Ja, mehr oder weniger. Es ist eigentlich ruhig hier. Die meisten Nachbarn sind freundlich, aber manche beschweren sich schnell, wenn ihnen etwas nicht passt. Wirklich? Ja, besonders wegen Lärm. Das Haus ist alt und man hört manchmal mehr, als man möchte. Oh? Dann hoffe ich, dass ich heute niemanden störe. Ich muss nämlich noch ein Regal aufbauen. Solange Sie nicht mitten in der Nacht bohren, ist alles okay. Nein, keine Sorge. Ich möchte heute nur noch ein paar kleine Sachen machen. Gut, dann dürfte es kein Problem sein. Hoffentlich. Ich möchte nicht direkt am ersten Tag unangenehm auffallen. Das wird schon. Hoffe ich. Wissen Sie zufällig, wann morgen die Müllabfuhr kommt? Unten stehen schon so viele Kartons. Die Kartons können Sie hinten links im Hof entsorgen. Da ist Papiermüll. Ah, gut zu wissen. Danke. Kein Problem. Es ist wirklich nett, dass Sie helfen. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem ersten Kontakt mit den Nachbarn. Warum? Keine Ahnung. Neues Haus, neue Stadt, neue Leute. Man weiß nie, wie die Stimmung ist. Ja, das stimmt. Aber meistens sind die Leute normaler, als man zuerst denkt. Das ist beruhigend. So, hier ist der letzte Karton. Wohin damit? Einfach ins Wohnzimmer bitte. Neben die Lampe. Alles klar. Danke. Jetzt sieht es wenigstens nicht mehr ganz nach Chaos aus. Ein bisschen schon noch. Ja, leider. Aber das ist normal nach einem Umzug. Ja. Hoffentlich habe ich in ein paar Tagen alles sortiert. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie einfach Bescheid. Das ist lieb. Danke. Kein Problem. Darf ich Sie noch etwas fragen? Klar. Kommen Pakete hier meistens zuverlässig an? Ich habe in den nächsten Tagen noch 2 Lieferungen erwartet. Meistens ja. Manchmal geben die Zusteller die Pakete aber auch einfach bei Nachbarn ab, ohne lange zu klingeln. Ah, okay. Dann muss ich also aufpassen. Ja, es kann gut sein, dass mal ein Paket bei mir landet. Oder bei mir Ihres. Genau. Gut, dann kennen wir uns ja schon mal. Das macht es einfacher. Danke nochmal für Ihre Hilfe, Jonas. Gern. Dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen ruhigen Abend in der neuen Wohnung. Danke, ich gebe mir Mühe, dass es wirklich ruhig bleibt. Das klingt vielversprechend. Gute Nacht schon mal. Gute Nacht. Guten Morgen, Jonas. Haben Sie kurz Zeit? Guten Morgen. Ja, natürlich. Worum geht es? Es geht um Ihre neue Nachbarin. Mira? Was ist mit ihr? Seit gestern Abend ist es bei ihr ziemlich laut. Ständig hört man Schritte, Möbel, irgendetwas fällt runter. Sie ist ja gerade erst eingezogen. Vielleicht räumt sie noch Sachen ein. Ja, einmal kann ich das verstehen, aber gestern war es bis spät. Wie spät denn? So gegen 10:30 war immer noch etwas zu hören. Wirklich? Ja. Und heute Morgen auch wieder. Erst Lärm im Flur, dann wieder Türen. Vielleicht hatte sie noch Handwerker da? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe niemanden gesehen. Hm, Wissen Sie, ich habe grundsätzlich nichts gegen neue Nachbarn. Aber man muss trotzdem Rücksicht nehmen. ja, natürlich.
Ich dachte nur, Sie kennen sie schon ein bisschen. Vielleicht können Sie ihr sagen, dass das Haus sehr hellhörig ist. Ich habe ihr das gestern sogar schon gesagt. Ach so, Aber ich glaube nicht, dass sie absichtlich laut ist. das mag sein. Trotzdem ist Lärm Lärm. Ja, da haben Sie recht. Und noch etwas. Unten bei den Briefkästen lag heute Morgen ein kleines Paket. Vielleicht gehört es ihr. Wirklich? Ja, ich wollte es zuerst hochbringen, aber ich musste los. Dann habe ich gedacht, vielleicht sehen Sie sie früher als ich. Okay, ich schaue später mal nach. Gut? Es stand jedenfalls noch da, als ich vor 10 Minuten das Haus verlassen wollte. Danke für die Info. Kein Problem. Sagen Sie mal, haben Sie direkt mit ihr gesprochen? Nein, ehrlich gesagt nicht, Warum nicht? weil ich am ersten Tag nicht gleich wie der unfreundliche Nachbar wirken wollte. Ja, das verstehe ich. Aber wenn es heute Abend wieder so laut wird, sage ich etwas. Das ist wahrscheinlich fair. Ich will keinen Streit, ich will nur schlafen können. Klar. Wissen Sie, was mich ein bisschen wundert? Was denn? Ich habe heute Morgen Stimmen auf dem Flur gehört, nicht nur eine Person. Wirklich? Ja, vielleicht hat sie Besuch Möglich. oder Hilfe beim Einräumen. Ja, das kann auch sein. Naja, ich wollte es nur sagen. Danke. Ich behalte es im Kopf. Gut, und wenn Sie sie sehen, fragen Sie vielleicht auch wegen des Pakets, nicht, dass es jemand mitnimmt. Ja, mache ich. Sehr gut. Haben Sie eigentlich genau gehört, aus welcher Wohnung der Lärm kam? Naja, ich denke schon von links, also von Ihrer Seite. Sie denken? Ja, in so alten Häusern ist man nie hundertprozentig sicher, aber es klang für mich so. Okay. Warum fragen Sie? Nur so. Manchmal hört man hier ja Sachen aus einer ganz anderen Ecke. Das stimmt. Aber gestern klang es für mich ziemlich eindeutig. Gut, dann sehe ich mal, ob ich Sie heute treffe. Danke. Kein Problem. Ich hoffe wirklich, dass das nur der Umzug ist. Wahrscheinlich schon. Hoffentlich. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Guten Tag, Hausverwaltung Weber. Guten Tag. Mein Name ist Jonas Becker aus der Lindenstraße 8, 3. Etage. Ich hätte eine kurze Frage. Ja, bitte. Worum geht es? Bei uns ist gestern eine neue Nachbarin eingezogen und seitdem gibt es ein paar kleine Probleme. Welche Probleme meinen Sie? Erstens scheint es ein bisschen Verwirrung mit Paketen zu geben und zweitens hat sich schon ein Nachbar wegen Lärm beschwert. Ah, ich verstehe. Ja, dort ist gestern tatsächlich eine neue Mieterin eingezogen. Genau. Und was ist mit den Paketen? Ein kleines Paket lag heute Morgen unten bei den Briefkästen. Ich weiß nicht, ob es ihr gehört oder ob der Zusteller es einfach dort gelassen hat. Das ist natürlich nicht ideal. Nein. Und dann meinte ein Nachbar, es sei gestern spät noch laut gewesen. Gab es denn eine offizielle Beschwerde? Noch nicht direkt, nur im Hausflur. Dann würde ich zuerst ruhig bleiben. Am ersten oder zweiten Tag nach einem Umzug ist etwas Lärm nicht ungewöhnlich. Ja, das habe ich auch gedacht. Solange nicht mitten in der Nacht gebohrt oder gefeiert wird, würde ich das erst einmal als normale Einzugsphase sehen. Ja, Haben Sie selbst etwas gehört? ehrlich gesagt schon. Aber ich war mir nicht sicher, ob es wirklich aus ihrer Wohnung kam. Das ist in alten Häusern oft schwer zu sagen. Genau. Und die Sache mit den Schlüsseln? Sie hatten eben Pakete gesagt. Oder gibt es auch Probleme mit Schlüsseln? Ach, stimmt. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Heute Morgen steckte ein fremder Schlüssel kurz außen an meiner Tür. Wie bitte? Ja, nur für einen Moment. Als ich die Tür öffnen wollte, hing dort plötzlich ein Schlüsselbund. Später war er wieder weg. Das ist seltsam. Ja, ich dachte zuerst, jemand hätte sich in der Tür geirrt. Das ist möglich, vor allem wenn jemand neu im Haus ist. Ja, vielleicht. Hatte der Schlüsselbund irgendein Zeichen oder Anhänger? Ja, einen kleinen gelben Anhänger. Sonst nichts Besonderes. Ich notiere das kurz. Danke. Aber ehrlich gesagt klingt das für mich bisher eher nach Missverständnissen als nach einem ernsten Problem. Ja, das denke ich eigentlich auch. Haben Sie schon direkt mit der neuen Nachbarin gesprochen? Nur kurz gestern Abend.
Sie wirkte freundlich. Dann würde ich Ihnen raten, zuerst noch einmal direkt und ruhig mit ihr zu sprechen. Ja, wahrscheinlich ist das am besten. Oft klären sich solche Dinge schnell, wenn man normal miteinander redet. Stimmt. Wenn sich allerdings noch mehrere Nachbarn beschweren oder wenn es häufiger Probleme gibt, melden Sie sich bitte noch einmal. Gut, das mache ich. Und das Paket? Ich wollte nachher schauen, ob es noch unten liegt. Wenn ja, bringen Sie es am besten direkt zur richtigen Wohnung oder nehmen Sie es kurz an sich, damit es nicht verschwindet. Ja, Und wegen der Schlüssel, vielleicht fragen Sie auch vorsichtig danach. ja, das werde ich machen. Gut, dann hoffe ich, dass es wirklich nur die ersten chaotischen Tage nach dem Einzug sind. Das hoffe ich auch. Gibt es sonst noch etwas? Nein, das war's erst einmal. Danke für Ihre Zeit. Gern. Und melden Sie sich wieder, wenn es schlimmer wird. Ja, mache ich. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Na, wie läuft's bei dir? Du klingst, als hättest du schon wieder Hausdrama. Nicht richtig Drama, aber ein bisschen Chaos. Erzähl. Neben mir ist gestern eine neue Nachbarin eingezogen. Mira. Eigentlich ganz nett. Ich habe ihr sogar beim Tragen von Kartons geholfen. Klingt doch erstmal gut. Ja, dachte ich auch. Aber heute Morgen hat sich Herr Krüger schon über Lärm beschwert. Klassiker, neuer Nachbar, alter Nachbar, direkt Problem. Ja. Und dann lag ein Paket unten bei den Briefkästen. Wahrscheinlich für Sie. Und? Und heute Morgen steckte für einen Moment ein fremder Schlüssel außen an meiner Tür. Was? Ja, genau das habe ich auch gedacht. Das ist schon komisch. Finde ich auch. Aber vielleicht ist es nur ein Missverständnis. Hast du mit ihr schon darüber gesprochen? Noch nicht. Ich wollte erst einmal ruhig bleiben. Wahrscheinlich besser. Sonst klingt es sofort wie ein Vorwurf. Hm? Genau. Und glaubst du, der Lärm kam wirklich aus ihrer Wohnung? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht genau. Herr Krüger meint ja, aber in dem Haus hört man manchmal alles überall. Ja, so Altbauten sind manchmal verrückt. Bei mir klingt der Staubsauger von oben immer, als wäre er direkt in meinem Wohnzimmer. Siehst du? Deshalb will ich nichts Falsches sagen. Vernünftig. Ich habe sogar kurz bei der Hausverwaltung angerufen. Echt? Schon so weit? Nur um zu fragen, wie ich am besten damit umgehen soll. Und was haben sie gesagt? Erstmal ruhig bleiben, direkt reden, nicht gleich Drama machen. Klingt logisch. Ja, Und was ist dein Gefühl? Ist sie eher chaotisch oder eher normal? eher normal, glaube ich. Müde, gestresst, neu in der Stadt. Ganz ehrlich, sie wirkte eher überfordert als schwierig. Dann ist es wahrscheinlich wirklich nur die erste Woche. Vielleicht. Oder das Paket ist gar nicht ihres? Stimmt. Und der Schlüssel? Vielleicht hat sie einfach die Wohnungen verwechselt. 3a und 3b liegen ja direkt nebeneinander. Ja, das kann passieren. Trotzdem war es komisch. Klar, vor allem, wenn man morgens halb verschlafen vor der Tür steht und plötzlich ein fremder Schlüssel da hängt. Genau so war es. Also, was machst du jetzt? Ich warte, bis ich sie sehe und spreche ruhig mit ihr. Wegen Paket, Schlüssel und dem Lärm. Alles auf einmal? Vielleicht nicht direkt so. Besser nicht. Sonst klingt es wie eine Anklage. Ja, stimmt. Fang mit dem Paket an. Das ist neutral. Dann merkst du ja, wie sie reagiert. Gute Idee. Und wenn sie gleich genervt reagiert, weißt du wenigstens Bescheid. Danke für dein Vertrauen in die Menschheit. Immer gern. Nein, aber ehrlich. Ich hoffe wirklich, dass es nur ein Missverständnis ist. Ich habe keine Lust auf Nachbarschaftskrieg. Verständlich. Das ist das Schlimmste. Man wohnt Wand an Wand und grüßt sich nicht mehr. Genau. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Dass sie gestern beim Einzug wahrscheinlich 100 Dinge gleichzeitig im Kopf hatte. Da verwechselt man schnell mal Türen, Pakete oder Zeiten. Ja, das klingt realistisch. Und Herr Krüger übertreibt bestimmt auch ein bisschen. Das denke ich auch. Also ruhig bleiben, freundlich reden und nichts annehmen, bevor du es weißt. Ja, Mama. Sehr lustig, Danke. Du hast trotzdem recht. natürlich. Ich melde mich später. Vielleicht weiß ich dann schon mehr. Mach das.
Ich will wissen, ob es echtes Drama oder nur ein Altbaumissverständnis ist. Ich hoffe sehr auf die zweite Version. Ich auch. Viel Glück. Danke. Hallo Mira, haben Sie kurz Zeit? Ja, natürlich. Ist etwas passiert? Nein, nichts Schlimmes. Ich wollte nur kurz mit Ihnen sprechen. Okay. Unten lag heute ein Paket bei den Briefkästen. Ich dachte, vielleicht gehört es Ihnen. Oh, ja, das kann gut sein. Ich habe auf ein kleines Paket gewartet. Dann ist es wahrscheinlich Ihres. Ich habe es vorsichtshalber mit hochgenommen. Wirklich? Danke, das ist super. Ich habe mich schon gewundert, warum keine Benachrichtigung gekommen ist. Hier bitte. Ja, genau, das ist meins. Vielen Dank. Kein Problem. Sie sagten, Sie wollten kurz mit mir sprechen. Gibt es noch etwas? Ja, 2 kleine Dinge. Heute Morgen steckte kurz ein fremder Schlüssel außen an meiner Tür. Ich dachte zuerst, vielleicht gehört er Ihnen. Oh nein, ja, das war wahrscheinlich ich. Wirklich? Ja, das ist mir furchtbar peinlich. Ich war heute Morgen müde und hatte beide Schlüsselbünde in der Hand. Ich wollte eigentlich meine Tür aufschließen und habe anscheinend kurz Ihre verwechselt. Ah, okay. Dann ist das geklärt. Es tut mir wirklich leid. Ich habe erst danach gemerkt, dass ich vor der falschen Tür stand. Kein Problem. Ich dachte mir schon, dass es wahrscheinlich nur eine Verwechslung war. Danke, dass Sie es so ruhig sagen. Naja, ich wollte nur sicher sein. Verständlich. Und was war das dritte Thema? Sie klangen ebenso, als gäbe es noch etwas. Ja, ein Nachbar hat sich heute über Lärm beschwert. Oh, Ich wollte es nur erwähnen, bevor es irgendwie größer wird. war es sehr schlimm? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich selbst habe zwar auch etwas gehört, aber bei uns im Haus ist das schwer einzuordnen. Also gestern Abend habe ich tatsächlich noch ein Regal aufgebaut, aber nur bis kurz nach 10, glaube ich. Okay, Und heute Morgen war meine Freundin kurz da und hat mir beim Tragen geholfen. Vielleicht hat man das gehört. dann waren das wahrscheinlich die Stimmen auf dem Flur. Ja, genau. Herr Krüger aus dem 2. Stock meinte nämlich, er hätte mehrere Stimmen gehört. Dann passt das. Gut, Es tut mir leid, wenn es zu laut war. Wirklich. Ich wollte heute sowieso bei den Nachbarn klingeln und mich kurz entschuldigen, falls es gestört hat. das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Ja. Ich möchte nicht gleich am Anfang unangenehm auffallen. Das tun Sie, glaube ich, nicht. Es war wahrscheinlich einfach ein chaotischer Start. Ja, genauso fühlt es sich an. Wissen Sie, ehrlich gesagt dachte ich auch schon, dass es nur ein Missverständnis ist. Gut, dann bin ich froh. Ich auch. Und danke, dass Sie nicht einfach direkt wütend geworden sind oder sich irgendwo beschwert haben. Ich wollte lieber erst normal mit Ihnen reden. Das finde ich gut. Ich auch. Sonst wird aus kleinen Sachen schnell ein großes Problem. Leider ja. Dann ist jetzt ja alles geklärt. Paket, Schlüssel und Lärm. Ja, zum Glück. Für heute jedenfalls. Bitte sagen Sie nicht so etwas. Ich hatte für diese Woche eigentlich genug Chaos. Das glaube ich. Wissen Sie was? Was denn? Wenn ich am Wochenende endlich alles fertig eingeräumt habe, backe ich etwas oder hole Kuchen, dann können wir dieses Paket- und Schlüsselchaos offiziell beenden. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Gut, dann machen wir das. Und wenn nochmal ein Paket bei mir landet, weiß ich jetzt wenigstens sofort, wohin es gehört. Genau. Und wenn ich wieder vor der falschen Tür stehe, hoffe ich, dass ich es diesmal schneller merke. Das wäre gut. Danke nochmal, Jonas. Wirklich. Gern. Dann einen ruhigeren Abend heute. Ja, versprochen, heute baue ich nichts mehr auf. Sehr beruhigend. Gute Nacht schon mal. Gute Nacht.